Ich bin die Heike Sommer. Ich wohne in Dettenhausen in der Nähe von Tübingen und ich habe 2 Cochlea-Implantate und habe das erste vor 10 Jahren bekommen. Also jetzt hat es vor kurzem tatsächlich 10. Geburtstag und das zweite bekam ich schon 10 Monate später. Absolut Vogelgezwitscher. Das war tatsächlich so, also ich habe sehr lange Zeit meines Lebens Hörgeräte getragen und das wurde in den letzten Jahren dann immer schlechter und schlechter. Und die letzte Verschlechterung war dann aber auf meinem bis dahin besseren Ohr ziemlich krass. Und ich habe dann relativ plötzlich da wirklich gar nichts mehr verstehen können auf der Seite und habe mich dann erst angefangen, mit dem CI auseinanderzusetzen. Davor habe ich damit eigentlich gar nicht so wirklich was zu tun haben wollen. Eigentlich schade so im Nachhinein betrachtet. Ich hätte es früher machen können und habe mich dann mit der Entscheidung auseinandergesetzt und habe dann relativ schnell, weil auf der Seite ging dann wirklich gar nichts mehr, konnte nur noch besser werden und habe dann einen OP-Termin ausgemacht. Absolut super. Das wurde auch relativ schnell super. Also so die Zeit des Neu-Hören-Lernens, das war jetzt nicht so lange. Das war im Bereich von ein paar Monaten, ähm, dass das Hören dann einfach wieder wirklich ganz toll funktioniert hat und auch Dinge funktionieren, die mit Hörgeräten nie so gut waren. Also auch früher, als es mit den Hörgeräten noch in Anführungszeichen gut war nie so gut wie mit den CIs. Also zum Beispiel Richtungshören oder Menschen auf Entfernungen, Gespräche auf Entfernungen verstehen zu können. Das war mit den Hörgeräten so nie möglich. Also tatsächlich relativ kurzfristig, als eben diese Verschlechterung war und ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, habe ich Kontakt gesucht und bin auf die Selbsthilfegruppe in Tübingen gestoßen und habe mich dort dann tatsächlich mit anderen CI-Nutzern unterhalten können. Und das war tatsächlich für die Entscheidung sehr hilfreich. Es war leider dort in der Selbsthilfegruppe niemand in meinem Alter. Nichtsdestotrotz war es sehr hilfreich und viele, viele Menschen mehr, auch in meinem Alter, habe ich dann im Zuge der Reha kennenlernen können. Das war relativ schnell klar. Und zwar wollte ich eigentlich zu MedL und bei MedL arbeiten und habe da eine Initiativbewerbung hingesendet. Und zu dem Zeitpunkt war an dem Ort, an dem ich arbeiten wollte, keine Stelle frei. Und ich wurde gefragt, ob ich stattdessen Hörpatin werden möchte. Und das war für mich absolut klar. Also ich weiß auch bis heute noch, obwohl es jetzt dann auch 10 Jahre her ist, noch sehr genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Die Unsicherheit, die Ängste, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Und ich wollte immer Menschen helfen, einfach die in derselben Lage sind und denen einfach versuchen, die Ängste zu nehmen, die Unsicherheiten zu nehmen und einfach auf dem Weg beizustehen. Relativ oft tatsächlich, weil zum Beispiel Richtungshören war für mich komplett neu. Das ging mit Hörgeräten überhaupt nicht. Das geht mit den CIs jetzt tatsächlich so gut, dass ich Vögel orten kann. Ich bin leidenschaftliche Tierfotografin und wenn ich fotografierenderweise unterwegs bin, gelingt es mir tatsächlich relativ gut, wenn ich irgendwo einen Vogel zwitschern höre, den dann tatsächlich über das Gehör zu orten. Und das finde ich was Überwältigendes. Das ist ganz toll. Wichtig ist tatsächlich, die ein Implantat in Erwägung zu ziehen. Man weiß ja tatsächlich nicht im Vorhinein, wie lange es dauern wird, wie gut es werden wird. Einfach dann die Erwartungen nicht zu hoch zu setzen und vor allem nicht zu erwarten, dass es am Anfang dass man es einschaltet und dass man dann sofort super hören kann. Das ist super wichtig und dass man sich aber wirklich verlassen kann drauf, dass es besser wird. Es wird nicht so, wie es bleibt nicht so, wie es am Anfang war, sondern es entwickelt sich und wird dann immer besser. Und da dann einfach, dass man sich das bewusst macht und da nicht mit falschen Erwartungen rangeht. Und dann ist das eine ganz tolle Sache.
Ich freue mich, dass das Hören einfach weiter so toll bleibt, wie es jetzt ist. Ähm, Ich sage immer, dass die Implantate mir wirklich mein Leben zurückgegeben haben, weil konnte zu der Zeit, als es so schlecht war, ich konnte nicht mehr telefonieren, ich konnte nicht mehr Fernsehen ohne Untertitel. Ich konnte nicht mehr, mich mit meinem Beifahrer unterhalten beim Autofahren, weil ich kann ja mit dem Motorengeräusch beim Fahren nicht gleichzeitig auf die Straße schauen und meinem, Nebensitzer an den Lippen hängen, geht ja nicht. Und das sind Dinge, die mir die CIs alle wieder ermöglichen. Und es ist einfach schön, damit weiter durchs Leben zu gehen. Und ich freue mich auch darauf, weiterhin Menschen eben, die in derselben Lage sind, die vor der Entscheidung stehen, diese dabei unterstützen zu können.